Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Heute im Video geht es um den neuen Aquarellkalender 2026. Ich zeige dir alle Blätter des neuen Kalenders und erzähle ein bisschen über den Entstehungsprozess der einzelnen Bilder. Viel Spaß! Wildblühender Mohn ist im Sommer ja oft an Straßen- oder Feldrändern zu finden. Für das Deckblatt des Kalenders habe ich mich von diesen Wildblumenwiesen in Kombination mit einem frischen sommerlichen Wolkenhimmel inspirieren lassen. Das Winterbild zeigt einen tief verschneiten schwedischen Bauernhof. Hier war das Malen der großen, recht abstrakt gehaltenen Schneefläche die große Herausforderung. In diesem Bild gibt es viele gegensätzliche Stilmittel. Im oberen Bereich ist mit warmen Farben und starken Kontrasten und auch mit harten Kanten die Bauernhofsszenerie ziemlich genau dargestellt. Die unteren 2/3 sind sehr abstrakt gehalten, in kühlen Farben und mit weichen Verläufen. Ich finde solche stilistischen Brüche im Bild immer ganz spannend und setze sie bewusst ein. Vor allen Dingen das Einsetzen der harten und weichen Kanten liegt mir sehr am Herzen. Mit ihnen kann ich das Auge des Betrachters lenken und auf den Bildfokus hinweisen. Das Motiv für das Februarkalenderblatt habe ich in Beelitz-Heilstätten, einem Lost Place in der Nähe von Berlin, gefunden. Beelitz-Heilstätten ist ein ehemaliges Lungensanatorium, das jetzt quasi als Ruine noch zu besichtigen ist. Die riesigen Innenräume sind wirklich spektakulär und eindrucksvoll. Hier seht ihr die alte Badehalle, in der noch einige verrostete alte Badewannen stehen. Schnell war mir klar, dass ich dieses Motiv in der Technik von dunkel nach hell umsetzen möchte. Ich habe also zunächst die dunklen Flächen im Bild gemalt mit 3 Grundfarben, französisch Ultramarin, indisch Gelb und Opernrosa. Danach malte ich die rostige Struktur der Badewannen und die Struktur der Wände über die dunklen Flächen hinweg. Der zarte Vorhang und einige Details wurden ganz zum Schluss ausgewaschen. Dies ist ein ganz besonders farbintensives Motiv. Hier habe ich mit den beiden Komplementärfarben Blau-Violett und Gelb-Orange ein regelrechtes Farbfest auf dem Papier gefeiert. Das Herausarbeiten der Spiegelungseffekte war eine Herausforderung und ich habe versucht, hier mit weichen Kanten wirklich eine realistische Darstellung der Spiegelung zu erreichen. Das Fahrrad selbst wurde dann später hinzugefügt. Die hellen Details hier unten auf der Straße wurden ganz zum Schluss mit dem Auswaschpinsel wieder herausgehoben. Dieses Auswaschen von kleinen Details ist für mich immer eine super Möglichkeit, dem Bild ganz zum Schluss noch zeichnerische Elemente hinzuzufügen. Das Aprilkalenderblatt ist ein Porträt der Hände meiner Mutter. Jede Falte in ihren Händen erzählt von einem arbeitsreichen Leben, einem erfolgreichen Berufsleben und der immerwährenden Fürsorge für die Kinder und Enkelkinder in unserer großen Familie. Hier gebe ich euch einen Einblick in den ersten Farbauftrag des Bildes, in dem die Rot- und Orangetöne mit sehr viel Wasser aufs Papier gebracht werden. Danach werden die Falten mit Lasuren verschiedenster Blau- und Rottöne gemalt und um die richtige Form der Falten zu erwischen, habe ich in diesem Stadium das Bild ganz oft umgedreht. In der Porträtmalerei, wenn es um Ähnlichkeit und Genauigkeit geht, ist dieses Umdrehen der Vorlage des Bildes und das Malen quasi auf dem Kopf ein super Trick, um die Formen genau wiedergeben zu können. Im vergangenen Sommer war ich im Rahmen einer Malreise in der wunderschönen Stadt Prag und habe dieses Motiv mitgebracht. Wir haben während einer Woche in Prag an verschiedenen Malplätzen gemalt. So waren wir unter anderem auch auf dem Altstädter Ring und haben diesen Blick auf die beeindruckenden mittelalterlichen Gebäude festgehalten. Das Kalenderblatt ist dann in meinem Atelier in Schweden entstanden. Hier seht ihr einen Ausschnitt aus dem ersten Farbauftrag, in dem die Gebäude mit hellen Farben grundiert werden. Am Ende des Malprozesses werden dann die Details in die Häuser eingetragen. Die Fenster werden möglichst locker angedeutet und einige Figuren dürfen auf so einem belebten Platz natürlich nicht fehlen. Diese kleine Figur findet sich auf einem alten italienischen Brunnen in Neapel. Mich haben vor allen Dingen die reduzierte Farbigkeit des Motivs und die feine Struktur auf der Oberfläche der Steinskulptur zum Malen angeregt. Nachdem ich die Skizze aufs Blatt übertragen hatte, malte ich zunächst mit weichen Verläufen die erste Grundierung. Danach folgten die dunkleren Flächen und die sehr fein ausgearbeiteten Konturen im Gesicht und Körper der Steinfigur. Die Bilder für den Kalender male ich zum großen Teil während meines Sommeraufenthaltes in Schweden. Hier seht ihr mich in meinem kleinen Atelier.
Ich arbeite hier gerade im Skizzenbuch, aber ihr könnt an der Wand schon einige fertige Kalenderblätter sehen. Ungefähr 6 Wochen habe ich jedes Jahr Zeit und das heißt für mich einige Stunden Arbeit am Tag, damit so alle 3 bis 4 Tage ein neues Kalenderblatt fertig ist. Im Sommer in Schweden male ich natürlich auch viel draußen. Es ist einfach herrlich, in der Natur zu sitzen und ganz unmittelbar die Eindrücke festzuhalten. So hat mich die schöne schwedische Landschaft zu diesem sommerlichen Bauernhofmotiv inspiriert. Da der Kalender ja wie jedes Jahr dieses spezielle Hochformat hat, musste ich mir in der Bildkomposition auch hier wieder etwas einfallen lassen. Ich habe den Bauernhof also ins obere Drittel gerutscht und habe dafür viel Platz, um die grüne Wiese zu gestalten. Mit verschiedenen Grüntönen und überwiegend abstrakten Formen und auch dem ein oder anderen angedeuteten Grashalm habe ich die Fläche im unteren Bereich des Bildes gemalt. Wenn ich nicht gerade in Schweden oder auf Malreisen unterwegs bin, lebe ich in Kiel am Meer. Deshalb darf jedes Jahr ein Meeresmotiv im Kalender nicht fehlen. Hier seht ihr zunächst den ersten Farbauftrag mit der Grundierung der Welle. Ganz am Schluss wird die weiße Gischt mit der Zahnbürste und der Farbe Titanweiß direkt aus der Tube auf das fertige Bild gespritzt. Das Schwierige beim Malen eines solchen Motivs ist immer, die Balance zu erwischen zwischen dem genauen Ausarbeiten und dem Zulassen von Zufälligkeiten auf dem Papier. Das heißt, die Farbe soll sich auf dem Papier eigenständig bewegen dürfen und das, was dort entsteht, begrüße ich und versuche es ins Bild zu integrieren. Erst wenn beides zusammentrifft, ist für mich das Bild gelungen. Und so kann es schon mal sein, dass bei so einem Motiv einige Blätter verbraucht werden. Nun sind wir schon im September angelangt und diese 3 Schafe sind einfach ein super Aquarellmotiv. Weiche Blautöne im Hintergrund sorgen für eine dunstige Atmosphäre und leuchtende Grüntöne heben die Hauptdarsteller im Bild gut in den Fokus. In dieser kleinen Videosequenz könnt ihr sehen, wie ich das kleinste Schaf hier ganz rechts mit Ockertönen male. Um das weiche Fell schön darzustellen, habe ich die gesamte Fläche zunächst nass gemacht und dann verschiedene Ockertöne in die feuchte Fläche eingebracht. Die Highlights im Gegenlicht auf dem Fell des Tieres setze ich mit Titanweiß direkt aus der Tube aufs Papier. Eine weitere schöne Malreise in diesem Jahr ging auf die griechische Insel Samos. Direkt unterhalb unserer Unterkunft begann der Strand und dieses wunderschöne Motiv fiel mir dort quasi vor die Füße. Nachdem ich es zunächst im Skizzenbuch vor Ort festgehalten hatte, habe ich es später für den Kalender im Hochformat noch einmal neu komponiert und dann im Studio gemalt. Für das Novemberblatt habe ich noch einmal eine ruhige Meereslandschaft ausgewählt. Ein Herbstspaziergang am Meer bei leichter Brise, einem schönen, leichten, wolkigen Himmel und gedeckten Farben ist einfach immer wunderbar. Das Dezemberblatt ist wieder in der Technik von dunkel nach hell gemalt. Das heißt, zunächst werden die dunklen Flächen auf dem Blatt gemalt und danach die hellen Farben darüber. Hier zeige ich euch einmal das Referenzfoto für dieses Bild und ihr seht, dass ich im endgültigen Aquarell farblich noch einiges verändert habe. Das Schöne ist ja, dass man beim Malen immer sein eigener Chef ist und Farben und Formen und sogar die ganze Komposition nach eigenen Bedürfnissen verändern kann. Für mich heißt das, dass ich selten ein Motiv einfach nur abmale, sondern es eigentlich immer in Farben oder Formen verändere und mir über die Technik der Umsetzung jedes Mal sehr viele Gedanken mache. Dies macht letztendlich für mich die künstlerische Arbeit aus und so wird jedes Bild zum Ausdruck meiner ganz eigenen Sicht auf die Welt. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir mein Aquarellkalender 2026 gefällt und es dir Freude macht, die Bilder anzuschauen. Falls du dir ein Exemplar für zu Hause bestellen möchtest, kannst du das gerne tun. Der Kalender kostet 45 € und er kann per E-Mail direkt bei mir bestellt werden. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es einen kleinen Rabatt von 5 €. Schau gerne unter dem Video, dort findest du meine E-Mail-Adresse. Schreib mir eine E-Mail mit deiner Bestellung und dann schicken wir den Kalender per Post zu. Ich habe die Kalender wie jedes Jahr in einer limitierten Auflage bestellt und wir versenden, solange wie der Vorrat reicht. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Woche geht's hier auf dem Kanal weiter mit einem neuen Video und einem schönen Aquarellmotiv. Bis dahin, tschüss.